Hallo und herzlich willkommen zum Review des Tenways E-Bike. Noch nie davon gehört? Tenways? Na, kein Wunder. Das Ganze startet im Juni mit einer Indiegogo-Kampagne. Damit ihr schon mal wisst, was euch erwartet, gibt es das heute schon im Review. Los geht's. Und an diesem E-Bike ist wirklich keine Strebe, kein Knopf und auch kein Gramm zu viel dran. Mit einem Gewicht von nur 15 Kilo ist es angenehm leicht, der Rahmen schön schlank, mattschwarz und absolut unauffällig. Auffallend gut wurden die Schweißnähte überarbeitet, denn außer ganz unten am Tretlager findet man davon hier nämlich gar keine. Sehr, sehr schick. Neben Schwarz soll es auch noch 3 weitere Farben geben. Aber in diesem matten Schwarz mit den blau-grünlichen Elementen und dem Schriftzug ist es designtechnisch auch echt gut gelungen, finde ich. Klar, in der Front haben wir so ein bisschen Kabelsalat, aber der liegt mal kurz offen und wird dann eigentlich auch im Rahmen versteckt. Der verträgt übrigens eine Gesamtbelastung von 145 Kilo, was ich in dieser Klasse beachtlich finde. Ich muss es direkt dazu sagen, diese Vorserienversion hier quasi kommt noch mit einer Kette. Das Modell, das dann später in den Verkauf gehen wird, wird mit einem Gates Carbonriemen ausgestattet sein. Finde ich sehr gut, obwohl ich mich auch schon mit dieser Kettenvariante im Test sehr gut anfreunden konnte. Aber ihr wisst ja, so ein Riemen ist wartungsfrei, die haben eine hohe Laufleistung von rund 30.000 Kilometern und sehen auch ganz schick aus. Der Motor, wenn ihr den gesucht habt, der wurde in die Hinterradnabe integriert, ist recht kompakt und kommt von Maiweiss, falls man das so ausspricht. Das ist ein hierzulande relativ unbekannter asiatischer Hersteller und auch ich kannte den noch nicht. Sie sind aber wohl schon rund 20 Jahre am Markt und ich kann nur für mich sprechen. Ich finde, er arbeitet sehr gut. Er bringt die erlaubten 250 Watt an Leistung mit und schafft ein Drehmoment von 40 Newtonmetern. Und dabei ist er auch sehr spritzig, sehr kraftvoll habe ich ihn erlebt und was ich da sehr positiv zu erwähnen finde, ist, dass er recht kompakt ist und so schön integriert werden konnte und außerdem angenehm leise. Man hört ihn, er ist nicht lautlos, aber so dezent, dass er während der Fahrt nicht nervt und auch Umstehende auf euer elektrisiertes Bike nicht aufmerksam werden. Besonders gut gefällt mir der Motor aber in Zusammenhang mit dem verbauten Drehmomentsensor. Ihr wisst, da bin ich ohnehin ein Fan von, denn Drehmomentsensoren schaffen ein sehr harmonisches, ein sehr natürliches Fahrgefühl. Es gilt vereinfacht die Formel, wenn ihr fester pedaliert, dann schiebt der Motor auch stärker an. Und genauso verhält es sich ja auch auf einem Rad ohne Motor und genauso verhält es sich auf dem Tenways. Vor allem das Anfahren fand ich beeindruckend, denn da gibt es oftmals nur 2 Möglichkeiten. Entweder ruppig, direkt angeschoben, volle Power oder man braucht so eine ganze zähe Umdrehung, bis der Motor dann endlich mal einsetzt. Naja, oder aber es ist im besten Fall wie hier, die Power wirklich direkt da. Fahrt ihr langsam an, wird sie auch sehr langsam zugeführt. Bei einem kräftigen Tritt merkt man die Unterstützung, die einen nach vorne schiebt. Und das bekommen nicht viele hin. Umso mehr hat es mich überrascht, dass das hier bei einem noch komplett namenlosen Hersteller der Fall war. Ist man dann unterwegs, gleiten die recht schmalen Reifen, die aber immerhin einen reflektierenden Streifen umlaufend spendiert bekommen haben, geräuschlos über den Asphalt. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Motor, den hört man auch so gut wie nicht und ist trotzdem spritzig, agil und wendig unterwegs. Das macht aber nicht nur der Motor, das bedingt natürlich auch das geringe Gewicht und der schmale, sportliche Lenker. Die Sitzhaltung ist sportlich, aber noch bequem. Der Sattel hat mir gut gefallen, schlicht, aber bequem. Die Griffe sehen schick aus, komfortabel sind sie jetzt nicht wirklich, allerdings nicht in dem Maße, dass ich da über einen Austausch nachdenken müsste. Was man ja auch schon sieht, eine Federung gibt es nicht, weder in der Sattelstütze noch in der Front. Von den dünnen Reifen ist da auch nichts zu erwarten. Das Tenways ist ein bockhartes Urban Bike. Das ist in Ordnung, wenn der Bodenbelag es gut mit euch meint, aber schon Kopfsteinpflaster ist deutlich und hart zu spüren. Von den ganzen Schlaglöchern will ich gar nicht erst anfangen, also das muss einem schon bewusst sein. Fahrkomfort im Sinne von dahingleiten gibt es, aber den gibt es nur auf frisch asphaltierten Straßen, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ihr könnt damit mal kurz über einen Schotterweg, ihr könnt den Bordstein runter. Man sollte nur vorher wissen, dass das alles kompromisslos direkt an den Körper weitergegeben wird. Dabei hat man die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h flott erreicht, alles darüber hinaus gestaltet sich aber auch nicht schwer. Die 30 knackt man ebenso schnell mit eigener Muskelkraft, denn der Motor koppelt schön aus, sodass auch höhere Geschwindigkeiten kein Problem sind. Was ich dabei aber erfahren habe, war so ein wenig, ja, wie beschreibe ich es? Ich fand, es hat sich jenseits der 25 irgendwie unrund angefühlt. Nicht von der Trittfrequenz oder so, aber als würde ich fortwährend hoch und runter gehoben. Ich habe erst vermutet, dass ein Rad eiert, eins nicht so richtig festgezogen ist oder ähnlich. Ich konnte da aber bislang nichts irgendwie Unregelmäßiges feststellen. Naja, also so richtig gestört hat es jetzt nicht. Vielleicht hatte ich auch eine kleine 8 drin oder so, aber das wäre natürlich noch wünschenswert, wenn das dann bis zur Serie noch abgestellt werden könnte.
Wo ich jetzt gerade schon 2 Kritikpunkte hier geäußert habe, machen wir damit doch mal weiter. Die Bremsen fand ich so ein wenig zu lasch. Was gut ist, wir haben hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. So muss das sein. Deren Bremsleistung ist in der Gesamtheit auch wirklich in Ordnung. Lediglich so beim festen Zupacken, da hätte ich mir etwas mehr Bums gewünscht. Außerdem machen sie beim Bremsen so ein wenig schleifende Geräusche, aber das bekommt man ja abgestellt. Ach ja, und was ich beim Motor eben noch vergessen habe, 3 Unterstützungsstufen gibt es und die werden hier an diesem kleinen Display über eine Plus-Minus-Wippe eingestellt. Das klappt sehr gut. Generell finde ich das dezente Display hier ein nettes Plus, auch wenn ich das in der Kamera leider gar nicht so eingefangen bekomme. Ich fand es gut. Man kann dann noch so einiges einstellen und anzeigen lassen. Auch könnt ihr ein Passwort festlegen. Ihr gebt dann also über die Plus-Minus beim Einschalten die ausgewählten Ziffern ein und erst dann wird der Motor freigegeben. Gut, das hält jetzt keinen Dieb vom Klauen ab, ist aber ganz nett eigentlich. Darüber hinaus bekommt ihr da halt so Standardwerte wie Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Durchschnitt, die gefahrene Strecke und so weiter. Und ach so, nochmal darauf zurückkommen, warum hält es niemand ab, diese Passwortsperre? Naja, weil man das Tenways auch ziemlich gut komplett ohne Unterstützung fahren kann. Dabei ist es wie immer eigentlich am Berg, wird das Ganze mit dem Single Speed natürlich etwas mühsam. Wenn ihr aber auf eurem Weg Akku sparen wollt oder euch einfach selbst ein bisschen noch betätigen wollt, dann ist das eine gute Möglichkeit, hier einfach den Motor auszuschalten. Außerdem schaltet ihr mit dem Display auch die Beleuchtung ein. Das Frontlicht mit Reflektor strahlt dann noch so ein bisschen zur Seite ab. Das ist okay in der Helligkeit und auch im Dunkeln. Leider ist das schicke Rücklicht nicht verbunden. Dabei handelt es sich einfach um so ein Akkulicht. Das muss man dann auch nochmal separat einschalten. Da wäre es natürlich schön gewesen, wenn das auch über die Bedieneinheit eingeschaltet werden könnte und vom Akku gespeist wird. Apropos Akku, der ist voll integriert und kann nicht entnommen werden. Dafür ist von dem Ding aber auch absolut nichts zu sehen, außer eben diese Gummikappe, unter der sich der Ladeanschluss verbirgt. Der Akku fasst nur 252 Wattstunden, bringt das Rad aber trotzdem ordentlich weit, so zwischen 70 und 130 Kilometer sollen drin sein und aus meiner Erfahrung hier kann ich jetzt sagen, dass man die 70 auf jeden Fall schafft. Auch darüber hinaus geht noch so einiges, wenn man eben nicht immer in Stufe 3 unterwegs ist. Also auch wenn sich die Kapazität erstmal sehr schwach liest, in der Praxis ist das dann aber alles halb so wild. Es wird dazu auch noch eine App geben, die konnte ich bisher noch nicht testen und ich weiß auch nicht genau, was dann da noch alles so möglich sein wird. Was ich euch jetzt noch schuldig geblieben bin, ist der Preis und der hat es in sich. Er steht zwar noch nicht final fest, laut Tenways wird das Bike aber für einen Preis zwischen 1000 und 1500 Dollar verkauft werden, liegt also in Euro so zwischen 820 und 1230 Euro und das finde ich für das Gebotene schon der Wahnsinn. Natürlich ist das mit Abstrichen verbunden, zum Beispiel, dass ihr außer Gates jetzt keine wirklich namhaften Komponenten mit dabei habt, die Fahrt auch mal etwas holprig ist und es praktisch keine Abfederung gibt. Auch weiß ich nicht, ob das nur die Indiegogo-Preisspanne ist und später deutlich mehr aufgeschlagen wird, aber wenn ich dieses Bike, wie es hier ist, nur noch mit Riemen statt Kette so irgendwo um die 1000 Euro Marke zu kaufen bekäme, das könnte ich eigentlich nur weiterempfehlen. Vor allem durch das Zusammenspiel des magnetischen Sensors, des starken Motors, der übrigens auch am Berg beste Arbeit leistet. Also für alle, die so ein Stealth-Bike, ein richtig puristisches E-Bike im Tarnmantel suchen, das gut aussieht, tolle Fahrleistung bietet und dazu noch wenig Geld kostet, ist das Tenways wirklich eine interessante Neuerscheinung und definitiv eine Überlegung. Wer Wert auf Komfort, Offroad-Tauglichkeiten und einen entnehmbaren Akku legt, der ist hier falsch. Auch namhafte Komponenten sucht man hier vergebens, wie gesagt, außer dem Riemen. Aber ich bin mir sicher, dass das Bike so seinen Platz am Markt finden wird. Das war es soweit von mir. Jetzt interessiert mich aber vor allem, wie euch das Bike gefällt und ob ihr für den Preis da einsteigen würdet. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Außerdem würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos und dann verpasst ihr auch nicht die neuesten Videos, die bald erscheinen. Ich drehe jetzt noch eine Runde, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.